Heute geht es um Reifen, ein neues Reifenspezial. Ihr habt mich gefragt, wie zufrieden bist du eigentlich, Markus, mit deinem Loader AT? Oder würdest du doch lieber wieder einen ganz normalen Reifen fahren? Genau darum soll es heute gehen, mit ganz viel Reifenkunde. Ich bin zu Experten gefahren und wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute geht es um das wilde Thema Reifen. Heute habe ich wieder ein Reifenspezial für euch. Ich bin extra nach Bayern gefahren. Jetzt fragt ihr euch, hä, Bayern, du kommst aus Bayern? Ich bin natürlich noch in Bayern, aber ich bin heute wirklich in Bayern, also in dem Ort Bayern, weil ich dort den Reifenhändler meines Vertrauens besuche, den Stefan und den Paul, die uns heute ganz viel aufgebaut haben. Denn mir geht es heute darum, wirklich nochmal euch meine Erfahrung mit dem AT-Reifen zu schildern. Und deswegen auch ganz kurz zur Gliederung dieses Videos. Ich möchte am Anfang gucken, dass wir einfach nochmal generell das Thema Reifen peu à peu angehen, damit ich am Schluss überhaupt zu einer richtigen Zusammenfassung kommen kann, ob die AT-Reifen für mich jetzt gut oder nicht gut sind. Deswegen gucken wir uns am Anfang einfach mal an, welche Reifentypen kommen denn generell bei uns Wohnmobilisten in Frage. Wo unterscheiden die sich dann? Dann haben wir das Thema nochmal mit der Größe, also 16, 17, 18 Zoll. Was sind da die Unterschiede? Warum habe ich da diese Unterschiede? Worauf sollte man achten? Dann gucken wir uns das Thema Pflege der Reifen an, auch ein ganz entscheidender Punkt. Wir gucken uns das Thema Schneeketten an, auch das ist ganz, ganz speziell bei dem Thema AT-Reifen zum Beispiel. Und dann kommen wir zu meinem persönlichen Fazit. Wie ist es denn jetzt nach 56.000 Kilometer mit den Loader-Reifen? Ja, und damit würde ich sagen, nicht mehr lange gebabbelt. Wir fangen an und ich suche mir jetzt mal den Paul und den Stefan und dann geht's sofort los. Und dir wünsche ich ganz viel Spaß bei diesem Video. So, und da sind sie jetzt, die Männer meines Vertrauens. Einmal der Stefan, grüß dich. Markus, grüß dich. Stefan, wir haben vorher gerade überlegt, Paul, grüß dich. Grüß dich. Wir kennen uns jetzt schon seit über 20 Jahren, gell? So ist es. Das sagen wir aber nicht laut im Video, das schneiden wir raus, weil sonst kommen wir so alt rüber. Genau so ist es. Aber das ist genau das Schöne wieder, was ich bei euch jetzt wieder beobachte, Paul. Wir lernen uns heute erst so richtig kennen, gell? Ein paar Mal gesehen haben wir uns schon. Aber du übergibst jetzt alles so ein bisschen, gell? Das ist... Korrekt. Ja. Es soll so sein, doch, dass man das Wissen, das man sich im Laufe der Jahre angeeignet hat, ja auch weitergibt. Der Zeitpunkt ist gekommen, würde ich sagen. Geil. Dem Paul das alles zu vermitteln. Paul soll das Ganze mal übernehmen hier. Und deshalb auch wirklich jetzt hier wichtig, dein Ansprechpartner ist der Paul. Du hast keinen Bock auf Kamera und so weiter, gell? Das Würde ich nicht sagen, aber du bist da raus. die Zeit ist einfach reif. Ja, wisst ihr, ich habe alles mit dem Stefan, wir haben telefoniert, da haben wir besprochen und so weiter. Und dann sagt er, ja, na, aber ich gehe nicht vor Kamera. Und ich gesagt, das geht gar nicht. Aber ich freue mich umso mehr, dass du da dabei bist, Paul. Und heute geht es ja wirklich, ihr habt ja alles aufgefahren. Also an der Stelle schon mal herzlichen Dank dafür, weil ihr habt euch da echt viel Zeit nehmen lassen. Also mega, ich freue mich jetzt richtig drauf. Und ich würde jetzt aber ganz plump anfangen, was für euch vielleicht ein bisschen langweilig ist, aber ich will ganz einfach beginnen bei der ganzen Geschichte. Und deswegen, Paul, sag mir mal, welche Reifentypen habe ich denn überhaupt zur Auswahl als Wohnmobilist? Den Sommerreifen sehen wir hier vorne auf der linken Seite. Das Gegenteil der Winterreifen. Das ist das jetzt? Das ist hier zu sehen, genau. Ja. Dann haben wir hier vorne noch einmal den Ganzjahresreifen. Okay. Und wie wir hier an mehreren Positionen sehen, den AT-Reifen. Totaler Hype, ja, genau darum soll es halt auch ein bisschen in dem Video gehen. Braucht man es oder braucht man es nicht? So, der Stefan ist jetzt schon wieder unterwegs. Das kümmert uns nicht, wir machen trotzdem weiter. Wir haben jetzt die verschiedenen Reifentypen kennengelernt, die für uns Wohnmobilisten interessant sind. Aber wo unterscheiden sie sich denn? Was sind denn die Spezifikationen? Fangen wir mal mit dem Sommerreifen an. Genau, der Sommerreifen in erster Linie natürlich die Gummimischung ist für den Sommer ausgelegt, für höhere Temperaturen. Wenn man sich das Profil genauer anschaut, sieht man die längsorientierten Profilrillen. Ja. Die sorgen für die Fahrstabilität, die natürlich da auch sehr wichtig sind, vor allem bei so großen Autos. Hier wird weniger, ne? Genau, im direkten Vergleich zum Winterreifen sieht man, hier ist eher, sage ich mal, das Querprofil, vor allem die Lamellen, die eingearbeitet sind in die Profilblöcke, das, was dem Reifen eigentlich seine Performance verschafft. Und auf der anderen Seite hier auch sehr, sehr wichtig die Gummimischung. Wir haben hier im Winterreifen noch einen hohen Anteil an natürlichem Kautschuk verarbeitet, was oder dafür sorgt, dass er bei Temperaturen, die 0 oder Richtung Minus gehen, dann eben trotzdem noch gut arbeiten kann.
Kann ich dann sagen, dass ich beim Ganzjahresreifen so ein bisschen beides zusammen habe? Weil vom Profil her, wenn ich es mir jetzt so genau anschaue, ist es ja so eine Mischung aus beiden, ne? Definitiv, genau. Wir haben auf der einen Seite die längsorientierten Profilrillen, die wir im Sommerreifen finden. Wir haben die Lamellen, die eingearbeitet wurden vom Winterreifen. Aber nicht so viele wie Winterreifen? Nicht so viele, weil man versucht natürlich beides irgendwie zu vereinen. Das ist der Kompromiss. Ist es dann beim AT ähnlich, nur dass der grobstolliger ist? Korrekt. Von der Gummimischung her ist es beim AT-Reifen auch so, dass er natürlich von Sommer und von Winter die besten Eigenschaften mitnimmt. Der große Unterschied ist dann doch nochmal natürlich die Profilstärke. Wie man sieht, ist grobstollig, hat deutlich mehr Tiefe, was natürlich auch für die Traktion sorgt. Wenn man in der Wiese steht, möchte man ja rauskommen, man möchte Material bewegen und das ist dann mit diesem AT-Reifen möglich. Jetzt steht ja auch eine ganze Menge drauf auf diesem Reifen. Kannst du uns ganz kurz erklären, für was diese ganzen Zahlen und Buchstaben stehen? 255, 55, R18. Was hat es damit auf sich? So, um die Frage zu beantworten, 255 mm ist die Reifenbreite, 55 ist der prozentuale Anteil der Höhe der Reifenflanke hier. Zu der Breite. Zu der Breite von 255 mm. R steht für radial und 18 ist dann eben der Zolldurchmesser. Für was steht dieses C hier? Das C steht für Commercial. Das CP in Kombination ist sogar ein extra Camperreifen. Sieht man ja auch an der Bezeichnung. Also das hat in erster Linie mit dem Gewicht zu tun, verstehe ich, ne? Also das ist ja auch was mit der Traglast. Da müssen wir nachher auch noch mal drüber sprechen im Detail. Das ist für uns nämlich ganz wichtig, weil für viele ist es für uns wahrscheinlich entscheidend, dass dieses C zumindest dabei ist. Das mit dem P wusste ich auch nicht. Das heißt, gerade wenn ich das Fahrzeug im Winterpausen es müssen ja gar keine Winterpausen sein, sondern wenn ich zwischen Pfingsturlaub und Sommerurlaub das Fahrzeug einfach mal 4 Wochen stehen habe, dann ist das für den Reifen ja auch nicht immer geil. Genau, die 120 ist die Tragfähigkeit des Reifens, heißt für welche Belastung das eine oder Rad, der Reifen ausgelegt ist. Also die Traglast quasi. Wie man korrekt, okay. Genau. Die Geschwindigkeit ist dann in Buchstaben gefasst. Weißt du, was R bedeutet? Racing. R steht für Racing plus 400 km/h. Nein, Quatsch beiseite. R ist es in dem Fall 170 km/h. Bis 170 km/h. So, und dann haben wir hier noch die bunten Bilderchen drauf. Einmal hat es irgendwas mit Kraftstoff zu tun, richtig? Genau, korrekt. Da wird eigentlich gemessen, was für einen Widerstand der Reifen beim Fahren erzeugt. Widerstand bedeutet Kraftstoffverbrauch. Und da sieht man auch schon, also ich habe jetzt hier beim Ganzjahresreifen habe ich C, hier habe ich auch C und beim Sommerreifen, glaube ich, haben wir A bis B oder B jetzt in dem Fall. Ne? Also es wird auf jeden Fall, umso geringer der Widerstand ist, umso besser beim Sommerreifen Kraftstoffverbrauch aushört. Korrekt, okay, genau. Verstanden. Und das finde ich ja hochinteressant. Das hat irgendwas mit Wasser zu tun hier, oder? Genau, das ist so gesehen die Fahreigenschaften im Nassen. Die werden dann natürlich auch getestet, dementsprechend bewertet. Und hier haben wir ein sehr, sehr gutes Produkt von Conti. Ich wollte gerade sagen, A ist ja wirklich mega, ne? Weil, also das werde ich ganz oft von euch gefragt wegen den AT-Reifen. Die AT-Reifen sind ja schon bekannt dafür, dass die in Nässe jetzt nicht die allerbesten sind. Thema Kreisverkehr bei Regen und so weiter. Und da muss man schon sagen, da sieht man jetzt hier in dieser Klassifizierung schon deutlich einen Unterschied mit D und mit A. Was das jetzt in der Praxis bedeutet, dazu kommen wir danach in meinem Fazit nochmal. Aber das ist sehr auffällig hier, finde ich spannend. Auch ein Thema, wo ich immer wieder darauf angesprochen werde, sind die AT-Reifen denn jetzt so viel lauter? Jetzt stehen hier überall Werte drauf und ganz ehrlich, also diese Werte, das ist ja alles Theorie und das sagt mir jetzt erstmal nicht viel. Hier stehen 73 Dezibel drauf, so what? Jetzt sehe ich hier bei dem Loader, da stehen auch 73 Dezibel drauf. Also wenn du dann miteinander vergleichst, ist das schon nochmal ein gewisser Anhaltspunkt. Ich sage es dir aber gleich vorweg von meinem Fazit. Die Lautstärke vom Reifen sind bei uns Wohnmobilisten, meiner Meinung nach, ist nur eine persönliche Meinung, völlig egal, weil du hast da drin so viele andere Sachen, die laut sind. Egal, kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. So, und dann haben wir noch ganz wichtig die Schneeflocke hier, richtig? Genau, die ist dann natürlich auch mit drauf abgebildet, wenn der Reifen eine hat. Ist ja gesetzlich einmal ein Thema, dass der Reifen... Oktober 24, glaube ich. Genau, da ist es Pflicht für Winterreifen. Hier sieht man eben, dass der Reifen diese Vorgaben erfüllt. Also Ganzjahresreifen muss es ja dann quasi haben. AT-Reifen soll es auch haben, weil wenn ich den das ganze Jahr überfahren möchte, dann ist das auch nochmal ein Thema. Wobei, da kommen wir nachher gleich nochmal drauf zu sprechen, mit ganz im Winter AT-Reifen fahren. Aber wenn ich das vorhabe als Ganzjahresreifen, muss da auch die Schneeflocke drauf sein, sonst habe ich in Zukunft ein Problem. Ja. In anderen europäischen Ländern habe ich das ja bereits schon. Ne? Also korrekt, genau. Drauf achten.
Paul, jetzt haben wir darüber gesprochen, was alles draufsteht, aber was steckt denn auch drinnen? Darum geht es mir jetzt. Und zwar möchte ich darauf zurückkommen auf 16, 17, 18 Zoll. Einmal, glaube ich, vorweg, da geht es jetzt gar nicht darum, dass du AT-Reifen zum Beispiel nur mit 18 Zoll kriegst. Darum geht es nicht. Also die Reifentypen kriegst du auf die verschiedenen Zollgrößen. Aber womit hat es denn zu tun? Wenn ein Auto ausgeliefert wird, wird es meistens auf 16, 17 Zoll ausgeliefert. Naja, 17 Zoll, ja doch, ja, meistens 16 Zoll sogar. Meistens 16. Jetzt habe ich einen 18 Zoller drauf. Und das gibt verschiedene Gründe dafür. Einen, und den möchte ich ganz offen und klar ansprechen, ist der optische. Mir gefällt es einfach besser. Ich finde es viel geiler. Bei so einem großen Auto, finde ich, kommt es besser rüber. Das ist aber wieder Geschmackssache und das ist vor allem nicht notwendig. Aber es gibt ja auch Sachen, wo man sagt, naja, aber ein 18 Zoller hat auch andere Vorteile. Welche gibt es denn noch? Das ist zum Beispiel die Spurstabilität durch einfach eine größere Kontaktfläche, die bei einem 18 Zoll Reifen gegeben ist. Heißt zum Beispiel beim Überholen von einem LKW. Dann haben wir natürlich auch neben der Spurstabilität die Verbreiterung der Spur. Das ist ein gutes Stichwort. Da hole ich hier gerade mal was, weil da habt ihr auch mal was vorbereitet. Und zwar ist das dieses Teil hier. Thema Spur. Wie sagt man, ist das eine Spurverbreiterung? Ist das so eine Radkastenverbreiterung? Das ist genau eine Rathausverbreiterung, die jetzt eigentlich hauptsächlich natürlich bei den Leitchassis hier in dem Fall bei Ducato, Citroën und Peugeot. Das heißt, es kommt einfach an die Seite ran, das brauche ich, das ist auch eine gesetzliche Geschichte, umso breiter der Reifen ist. Also genau, die Lauffläche muss abgedeckt sein. Das wird. Da muss ich nochmal unterbrechen, Entschuldigung, dass du sagst, das ist auch ein Punkt, wo ihr mich ganz oft ansprecht, auf meine Reifensituation, warum ich denn keine Verbreiterung habe, weil der Reifen sieht ja ein klein bisschen raus. Das ist erstmal richtig, aber das Ganze habe ich ja bei Cycle gemacht, gibt es auch ein extra Video zu, verlinke ich natürlich sehr gerne. Der Punkt ist aber bei mir, dass diese Lauffläche, die du gerade angesprochen hast, die ist unterm Radkasten und die ist eben entscheidend und nicht der Reifen an sich von der Breite, von der gesamten Breite her. Deswegen brauche ich keine extra Verbreiterung bei mir im Fahrzeug. Aber da sehen wir auch wieder, es ist wieder bei jedem Fahrzeug irgendwie unterschiedlich und deswegen muss man sich einfach beraten lassen am Ende. Und dann haben wir noch das Thema mit dem Luftdruck, ne? Genau, glaube ich, ein sehr großes Thema, was auch den Fahrkomfort betrifft. Serie ist ja meistens 5,5 Bar. Was man bei dem Thema aber sagen muss, und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, es geht in die Richtung 3 Bar, 3,5 Bar, wenn man auf 18 Zoll umrüstet. Aber eine genaue Angabe und der passende Luftdruck zum Fahrzeug kann eben nur durch eine Reifenfreigabe dann vom Hersteller errechnet werden, in Kombination mit dem Fahrzeuggewicht. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Also ich persönlich fahre mit 3,5 Bar mit meinen Reifen. Vorher hatte ich 5,5. Das steht auch in meinem Tankdeckel drin, weil wie mein Fahrzeug ausgeliefert wurde vom Hersteller, wusste er genau, welche Reifen dran sind, deswegen kann er das reinschreiben. Also das heißt nochmal zusammengefasst die ganzen Vorteile. Zum einen habe ich die Optik, klar. Dann habe ich das Thema Spurstabilität, sauschwieriges Wort. Und dann habe ich noch das Thema Luftdruck. Und Luftdruck, das habe ich gar nicht so wirklich erwähnt, ist ja nicht nur schön, dass ich mit weniger Luftdruck fahren kann. Der Vorteil daraus ist dieser Komfortgewinn. Ich fahre viel, viel ruhiger, ich habe weniger Geräuschkulisse, es ist nicht mehr so hart. Das sind hier die 3 großen Vorteile eines 18 Zollers. Aber ich habe auch, das muss man auch dazu sagen, ich habe auch einen ganz großen Nachteil, denn das sind die Kosten. Und zwar spreche ich hier nicht nur von den Kosten von der Hardware sozusagen, sondern ich habe dann ja in der Regel auch immer eine TÜV-Geschichte, oder? Und das schauen wir uns jetzt gleich nochmal genauer an. Reden wir doch mal über die TÜV-Geschichte, wenn ich auf 18 Zöller wechseln möchte. Da sage ich jetzt mal, kann ich uns die Luft aus den Segeln nehmen, weil in der Regel habe ich hier immer eine ABE dabei und damit bin ich eigentlich safe, richtig? Fast. Aber auch nicht. Okay, nein, verdammt. Es ist so, sobald das Fahrzeug umgebaut wird. Du meinst jetzt, wenn ich habe immer einen Fiat, der ist da drin, ein Fiat Ducato zum Beispiel, aber wenn Genau. oder Hymer oder wer auch Gibt es immer ja verschiedenste, sobald das Fahrzeug umgebaut wird, erlischt so gesehen die Kraftfahrzeug ABE, die Nummer, die im Schein zu finden ist, E1 Verdammt. 2007 und so weiter, ist dann dort nicht mehr zu finden und dementsprechend ist jeder Umbau eine Einzelabnahme. Verstehe. Und darum würdet ihr euch aber auch kümmern. Also der Reifenexperte meines Herzens sollte das für mich immer mit bedenken und mitmachen, richtig? Korrekt, wir bieten das mit an. Ja. Es ist ein sehr kompliziertes Thema. Wir haben hier zum Glück die Möglichkeit,
Voraussetzung ist natürlich, dass das Fahrzeug hier bei uns ist. Ja klar, weil du musst korrekt, es wirklich muss abnehmen, ne? wirklich alles abgenommen werden. Da bin ich schon wieder safe. Warum bin ich da safe? Weil der Grand California eigentlich das einzige OEM-Fahrzeug ist, das ich zumindest kenne, das direkt vom Hersteller kommt, also in meinem Fall von VW. Und dadurch ist eben die Nummer in meinem Fahrzeugschein dann in der Regel bei der ABE wieder dabei. Musste natürlich auch wieder gucken, aber deswegen bin ich da so entspannt gewesen. Jetzt habe ich ganz viel theoretisch gelernt, Paul. Was mir noch wichtig ist, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Pflege meines Reifens. Was kann ich denn da machen? Weil ich habe jetzt für mich schon mal mitgenommen, gerade wenn ich sage, ich fahre einen Ganzjahresreifen, in meinem Fall sogar einen AT-Reifen, den ich das ganze Jahr über fahre, dann spare ich mir diese ganze Wechselei und so weiter. Aber irgendwann ist der Reifen ja mal durch. Und wenn ich jetzt mit dem Wohnmobil nicht so viel fahre, dann ist immer bei mir im Kopf zum Beispiel diese 6 Jahre. Nach 6 Jahren muss ich den Reifen wechseln, richtig? Nein, das ist halt wirklich einfach abhängig davon, in welchem Zustand befindet sich der Reifen. Du hattest als erstes Thema so ein bisschen die Reifenpflege angesprochen. Da kann man eigentlich schon mal, wie man es halt beim Auto auch macht, wenn man von Sommer auf Winter wechselt, die Reifen kühl und dunkel lagern. Das hilft schon mal sehr dabei. Okay. Zweiter Punkt ist, wenn man eben mit seinem Camper dann unterwegs ist und auch hoffentlich mal an einem Ort länger steht, dass man das Ganze einfach abdeckt. Ehrlich? Das bringt was? Ja, das bringt was. Die Sonneneinstrahlung, die da den ganzen Tag dann drauf ballert, sorgt halt einfach dafür, dass schneller Alterungserscheinungen wie Ozonenrisse, Risse im tiefen Profil entstehen, was eben dann ausschlaggebend dafür ist, ob du deinen Reifen erneuern sollst oder nicht und nicht unbedingt nur das Alter. Okay, also einmal klar, natürlich auch das Profil muss natürlich noch entsprechend sein und den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Aber dann die Alterung, weil ich dachte, es hatte immer irgendwas mit dieser Nummer da zu tun. Du bist schon fast drauf gewesen, das ist die sogenannte DOT-Nummer, die sehen wir hier. Ja. Sind 2 Zahlen so gesehen, das ist einmal die 45, die steht für die Woche, in der er produziert wurde, ja, genau. Korrekt, und die 23 für das Jahr. Wie ist es denn, ich glaube hier ist ja auch so ein bisschen, ich sprühe die manchmal ein, die Reifen. Ehrlicherweise ich wieder, weil es dann einfach geiler aussehen. Mit so Gummipflege. Ist das wirklich eine Pflege oder ist das? Ja, das Wort hat auch den Sinn der Pflege, genau. Also es bringt wirklich was. Ist ja wie die Hautcreme beim Menschen. Es tut dem Reifen auch gut. Die äußere Haut wird dadurch etwas gepflegt. Ist neben der Optik natürlich auch, hat auf jeden Fall eine Funktion. Paul, jetzt haben wir gesprochen, wie pflege ich den Reifen? Eine der Hauptpflegepunkte ist natürlich auch die Standzeit und da geistert auch immer so rum, man soll da den Reifen entlasten. Ist das wirklich so und bringt das was? Ja, definitiv. Das kann man eigentlich so stehen lassen, ja. Sogar bereits schon nach einer Woche. Also wenn man das Auto länger als eine Woche geplant auch stehen lässt, dann sollte man sich definitiv Gedanken darüber machen, ob man da dem Reifen nicht was Gutes tut. Es nennt sich Flat Spotting. Flat Spotting? Genau. Oh, geil, schon wieder was gelernt. Klugscheißerwissen fürs Eisbaden, mega, danke. Worst Case ist da für den Reifen eigentlich, wenn der Temperatur hat, heißt, wenn du gerade eben gefahren bist, eine längere Strecke und du stellst das Auto dann ab, heißt, du kommst vielleicht aus dem Urlaub, letzter Urlaubstag, stellst das Ding ab. Und kalter Boden, kalte Scheune. Genau, warmer Reifen, das ist eigentlich Worst Case. Da kannst du dann mit verschiedenen Dingen arbeiten. Entweder du kannst es wie bei deinem Fahrzeug einmal anheben, das ist natürlich... Also Hubstützen bringt wirklich was? Einfach das Auto hochfahren? Okay, geil. Genau, dann als Option 2, was wahrscheinlich für die meisten die bessere Lösung ist, sind einfach hier solche Reifenschoner-Sets. Die kann man auch mit den Schrauben fest montieren. Heißt, man fährt einfach rein und wieder raus, hat eine viel größere Auflagefläche und dementsprechend steht der Reifen nicht nur auf einem kleinen Teil, sondern auf einer großen Fläche. Wer die Möglichkeit auch nicht hat, hat noch eine Möglichkeit, muss man aber wohl anmerken, dass es zum Beispiel nur bei euch umgerüsteten Reifen auf 18 Zoll geht, die wir mit einem niedrigeren Luftdruck fahren als Serie. Man kann den Reifen auch noch mal anheben, 5,5 Bar. Also einfach mehr Luft rein. Genau, dadurch ist einfach auch die Auflagefläche vom Reifen noch mal reduziert, weil sie natürlich aufpumpt und somit kann man dem Ganzen auch entgegenwirken. So, Paul, jetzt habe ich noch ein Thema, das mir persönlich ganz, ganz wichtig ist, weil darüber redet immer nie jemand und deswegen will ich das jetzt einfach mal machen. Und zwar ist das Thema, ihr seht es schon, Schneeketten.
Denn generell muss man jetzt erstmal sagen, das haben ja auch viele bei mir schon angemerkt, so wie ich jetzt unterwegs bin, habe ich ein Riesenproblem, weil ich habe erstmal keine Schneekettenzulassung oder keine Ahnung, wie man sagt. Also jedenfalls ist diese Felgen-Reifen-Kombination erstmal nicht zugelassen für Schneeketten. Und jetzt ist es aber natürlich so, dass wir als Wohnmobilisten immer wieder mal in die Situation kommen, dass wir Schneeketten brauchen. Egal wie, wenn das Verkehrszeichen es mir vorgibt, muss ich sie anlegen. Bei mir ist es noch viel gravierender. Mit über 3,5 Tonnen gibt es Länder wie Österreich zum Beispiel. Da habe ich die mit für Pflicht für Schneeketten im Winter. Das heißt, ich muss sie immer dabei haben. Habe ich die nicht dabei, bin ich illegal unterwegs. Also das muss man ganz klar ansprechen. Und das ist mir eben wichtig, wenn wir über Reifen sprechen, denn das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Das bedeutet für euch entweder, ihr sucht euch gleich eine Felgen-Reifen-Kombination, wo ich diese Zulassung für die Schneekette habe, oder ihr nehmt das halt in Kauf. Aber es gibt noch eine kleine Geschichte, wie ich trotzdem legal durch die Gegend fahren kann, richtig? Also könnte, eventuell. In deinem Fall geht das auch über eine Einzeleintragung, eine Einzelabnahme, um zu schauen, hat dein Fahrzeug die nötigen Voraussetzungen, um eine Schneekette fahren zu können. Das ist natürlich einmal hier hinten bei deinem Fahrwerk zum Reifen, der Abstand, ist da überhaupt Platz? Ist Das auch heißt, immer, ich muss dann auch einschlagen und so weiter mit der Kette. genau, da gibt es verschiedene Dinge, die dann geprüft werden müssen. Deswegen ist es auch immer abhängig von Fahrzeug zu Fahrzeug. Das kann man so pauschal nicht sagen. Und deswegen bin ich jetzt zwar hier beim Sommerreifen, aber darum geht es gar nicht so. Das habe ich auch wieder gelernt, sondern es geht eigentlich um die Felge. Und hier habe ich die ABE, heißt von der Felge, ne? Und da ist erstmal vom Hersteller das ganze Thema ausgeschlossen. Denn hier heißt es jetzt wortwörtlich, die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde. Es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird. Das bedeutet, es ist erstmal kategorisch ausgeschlossen, aber wie du sagst, ich kann das eben im Nachhinein durch eine Einzelprüfung nochmal bestätigen lassen und dann fahre ich auch safe und legal damit rum. Ja Mensch, jetzt haben wir an der Stelle wirklich ganz viel gelernt. Paul, ganz herzlichen Dank an dich schon mal und auch der Stefan. Nicht Stefan, zu komm mal danken. schnell her. Komm, jetzt musst du mal her. Lass dich nur halt drücken. Vielen Markus, Dank dafür. Immer gerne. Es macht immer wieder Spaß bei euch. Ich habe heute schon wieder so viel gelernt. Wirklich, das ist irre, die Zeit, die ihr euch genommen habt. Und das, glaube ich, muss man auch wirklich nochmal sagen. Das Tolle bei euch ist ja, wir haben es jetzt schon gesehen, wir haben so viel Auswahl an verschiedenen Herstellern von Felgen, von Reifen. Und am Ende, und das macht es für uns alle jetzt nicht einfacher, habe ich aber wieder gelernt, es kommt einfach auf das Fahrzeug und auf die Gegebenheiten an, mit denen man unterwegs ist. Gell? Genau. Irre. Man kann ja im Vorfeld schon viel klären. Darum wäre es jetzt schön, wenn Kunden vorab halt ihre Wünsche äußern, das, was sie gerne hätten, auch ihren Nutzen uns preisgeben. Was hätte ich gerne was will ich denn machen mit den Rädern, mit dem Auto? Dann kann man da was abstimmen und kann alles ermöglichen, was eigentlich der Kunde will. Ich denke, es ist nur immer im Vorfeld halt vieles zu klären. Und bitte vergesst mir eines nicht, ihr habt nur diese 4 kleinen Handflächen, die euch mit der Fahrbahn verbinden, 4 Reifen, die das Ganze ermöglichen, die wirklich wichtig sind und bitte vernachlässigt das Ganze nicht. Damit also zu meinem persönlichen Fazit. Was kann ich euch jetzt sagen? Einmal schon mal vorweg. Ich habe jetzt mit meinem Fahrzeug, also besser gesagt mit den Lodern, habe ich 56.000 Kilometer drauf. Das heißt, ich habe wirklich ein bisschen Erfahrung. Und das Tolle ist, das Profil ist echt immer noch so, dass ich weiterfahren kann. Wie soll ich es formulieren? Kurzum, ich würde es wieder so machen. Aber weil für mich eben alles stimmt. Es ist ekelhaft, weil es kostet wahnsinnig viel Kohle, von ganz normalen Rädern auf 18 Zoll umzurüsten. Das ist wahnsinnig teuer. Und dann kommt eben noch dieser ganze Muppes dazu mit den Schneeketten und so weiter. Also da ist echt viel dran. Das muss man echt ganz deutlich sagen. Also es ist wahnsinnig teuer. Zudem wirst du mit AT-Reifen immer etwas mehr Sprit aufgrund des Widerstandes brauchen. In meinem Fall sind es im Durchschnitt ca. ein halber Liter auf 100 Kilometer. Aber der Fahrkomfort, damit schon mal angefangen, also mit diesem weniger Luftdruck, das ist für mich unvorstellbar schön. Also ich kann das auch schlecht formulieren, aber es ist viel weicher im Fahren. Ich habe nicht dieses Geschepper und Geklapper, es ist nicht so hart beim Fahren. Ich merke es auch, wenn ich einen LKW überhole. Optisch, habe ich euch schon gesagt, gefällt es mir wahnsinnig gut. Bei diesen 56.000 Kilometer bin ich natürlich viel über nasse Straßen gefahren. Das war nie ein Problem. Es war nie so, dass ich gesagt habe, boah, der AT-Reifen hätte mich jetzt irgendwie in die Bredouille gebracht. Wobei man natürlich auch wieder sagen muss, der Loder ist ja auch wieder dafür konzipiert. Das ist ja nicht so ein richtiger Offroad-Reifen, wie es viele andere Hersteller machen, sondern der ist wohl bewusst so gewählt, dass ich auch viel Autobahn damit fahren kann. Trotzdem ist es aber so, und das ist mir echt das Wichtigste, ich bin bei allen Schneesituationen hervorragend zurechtgekommen. Gerade in Kombination mit meinem Allrad ist das ein absoluter Traum. Es gab noch nie die Situation, dass ich irgendwo nicht weitergekommen bin.
Und da muss man schon auch sagen, ich bin sehr gerne auch unterwegs in den Bergen, in Wäldern, wo man eben nicht befestigte Straßen hat. Und deswegen ist für mich der AT-Reifen wirklich ganz, ganz toll, weil ich mich einfach wohl und sicher damit fühle. Und das hört letztlich damit auf, wenn ich irgendwo frei stehe und auf einer Wiese stehe und es über Nacht viel regnet zum Beispiel. Ich komme am nächsten Tag einfach wieder raus, weil, was ich heute auch wieder gelernt habe durch diese Querrillen, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, ich kann mich da richtig rausbaggern. Und das funktioniert bei mir wirklich hervorragend. Deswegen sage ich, ja, ich würde diese Kombination wieder fahren. Ich spare mir das ganze Wechseln, ich bin damit happy, aber am Ende, und so leid es mir tut, kann man keine pauschale Aussage treffen. Ihr müsst das jetzt für euch entscheiden. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen was gebracht, das alles ein bisschen aufzusaugen, diese ganzen Informationen, und dann auch ehrlich zu sich selber sein, okay, was fahre ich denn wirklich, wie bin ich unterwegs? Ja, und dann, glaube ich, sind wir alle safe, sicher unterwegs, und darum soll es am Ende auch wirklich gehen. Ja, und damit sind wir jetzt auch schon wieder durch. Jetzt freue ich mich über ein Like von euch. Das Like würde ich an der Stelle gar nicht auf mich beziehen, sondern würde es weitergeben an den Paul und den Stefan für die ganzen Informationen, die wir heute wieder einsammeln durften. Und wenn ihr total wild seid und das noch nicht gemacht habt, dürft ihr den Kanal sehr gerne abonnieren. Jeden Montag 18:30 Uhr gibt es hier auf dem Kanal ein neues Video rund um das Thema Camping und Wohnmobile. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt, egal mit welcher Felgen-Reifen-Kombination ihr unterwegs seid, immer ganz, ganz tolle Touren. Und das Wichtigste ist, dass ihr gesund und glücklich wieder nach Hause kommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Markus. Ciao.